Hallo, ich bin die Ode von Oshun. Wir drehen heute für den Blog Mary Lou und wir werden ein Make-up-Inspired-Tutorial machen für Black Panther. Dazu werden wir verschiedene Make-up-Brands benutzen, unter anderem auch sehr viele Beauty-Brands, Black-owned Beauty-Brands und ich würde sagen, dass wir einfach starten und dann werde ich euch nach und nach erklären, wie ich das Ganze mache, wie ich die Sachen anwende und wozu das alles gut sein soll. Ja, ich werde auf jeden Fall mit einer Foundation von Milani beginnen, aber zuallererst werde ich auf jeden Fall erstmal einen Primer auftragen und danach werde ich einen Puder auftragen. Das ist die Powder Before. Das Ganze soll dann so hinstellen, dass das Ganze halt matt wirkt. Also das Make-up hält den ganzen Tag und sieht dann einfach dadurch viel matter aus. Ja, ich habe total vergessen, eigentlich mein Model vorzustellen. Das ist die liebe Emily, die ist gerade bei uns Praktikantin und ja, wir arbeiten einfach total gerne zusammen. Ich habe zuerst ein Spray von Milani benutzt, das nennt sich Make It Last. Also all diese Produkte sind natürlich auch bei uns online zu finden unter Oshun. Und dann werde ich hier mit einem Puder von Sasha Cosmetics anfangen. Das ist einer der bekanntesten Puder überhaupt auf dem Markt. Es ist ein Setting-Puder eigentlich. Ich benutze es aber davor, also bevor ich den Foundation auftrage. Und dadurch wird mein Make-up oder beziehungsweise das Make-up meiner Model den ganzen Tag halten und schön matt sein. Es ist eigentlich auch völlig egal, wie ich es auftrage. Es muss nicht irgendwie gleichmäßig sein. Es dient einfach nur dazu, dass es einfach unter dem Make-up ist und dadurch den ganzen Fett bzw. Schweiß absorbiert. Und danach fange ich mit dem Foundation an. Ich benutze hier eine von Milani. Das ist die Farbe, bei ihr ist es Spice Almond. Ich trage das Make-up auch ein bisschen tiefer, auch am Hals, damit es nicht später aussieht, als ob sie eine Maske aufhat, sondern alles gleichmäßig ist, ein schöner Übergang hat. Das Make-up hier geht richtig schön in die Haut rein, wie man sehen kann. Es sieht natürlich aus, es sieht nicht maskenhaft aus. Es hat auch einen natürlichen Glanz. Und danach mache ich ihr Augenbrauen mit einem Pinsel hier ebenfalls von Milani. Ihre Augenbrauen sind auch sehr voll, deswegen werde ich eigentlich nur füllen. Also die Löcher, die dazwischen sind, die Lücken, die werde ich füllen. Ja, jetzt mache ich weiter mit einem Primer. Das ist einer hier von LA Girl. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Primer überhaupt auf dem Markt. Das ist die Farbe Fawn. Genau, und das werde ich hier benutzen. Hier ist noch ein bisschen Augenbrauen, die ich gerne abdecken möchte. Und mit dem Primer kriege ich das ganz gut weg. Und dann nehme ich nochmal ein Brush mit Make-up und mache ein bisschen nochmal drauf und verblende das Ganze.
Und im Anschluss mache ich nochmal weiter mit meinem Concealer. Und setze die hier unten an. Hier auch ein bisschen. Das sind so die dunkelsten Stellen. Hebe ich alles ein bisschen hervor. Dann werde ich noch ein dunkles Concealer nehmen. Das ist hier die Farbe Dark Cocoa. Das benutze ich dann zum Konturen. Setze hier an. Das Ganze dient dazu, dass die Wangenknochen etwas angehoben wird. Wir wollen ja alle so ein bisschen den Janet Jackson Wangenknochen haben. Ich arbeite da immer mit 2 verschiedenen Farben. Ein helles Concealer, ein dunkles Concealer zum Konturen. Dann setze ich hier auch hier unten nochmal an mit einem dunklen. Concealer wird dann verblendet. Ich tupfe eigentlich nur so drauf. Also ich versuche die Farbe mehr in die Haut reinzutupfen. Sieht einfach natürlicher aus. Ich werde auf jeden Fall weiter mit dem Setting Powder weitermachen. Dazu nehme ich aber allerdings hier einen Schwamm. Also da arbeite ich am liebsten mit einem Schwamm. Trage das hier unter den Augen auf, also da, überall, wo ich meine helle Concealer benutzt habe. Hier nochmal unter dem Wangenknochen. Also damit hebe ich alles ab, was später besser gesehen werden soll. Ich verblende das Ganze auch gleich. Ich möchte nicht, dass es zu sehr aufträgt. Manche lassen es ein bisschen länger, bis das ganze Make-up fertig ist. Ich verblende das Ganze aber gleich. Ich werde ein simples Augen-Make-up machen und werde dazu ein Brush, also ein bisschen Blush von Marina Beauté. Marina Beauté ist auch ein Brand, also ist ein Black-Owned Brand aus Schweden und werde die Farbe Chocolat benutzen. Dann mache ich hier mit einem Highlighter weiter. Das ist ein Highlighter von LA Girl. Das ist ein Strobe. Und die Farbe ist 70 Watt. Das mache ich hier über die Lider, so genau hier in der Mitte. Das ist jetzt wieder ein anderes Highlighter. Das ist ja die Farbe 10 Watt. Ist mehr so im Kupferton. Und das Ganze tupfe ich nochmal über das Silberne. Ich will mehr so einen Goldton damit erzielen. Jetzt machen wir mit einem flüssigen Kajal weiter. Und zwar, das ist jetzt ein Eyeliner von Milani. Das ist der Stay Put Matte.
Und ich mag den, weil der so schön mattiert ist. Also der hält auch wirklich ewig. Und das werde ich damit benutzen, die Augen zu machen. Von dem Blush, was ich hier für die Augen benutzt habe, auch benutzen, um unten. Trage ich auch unten ein bisschen auf. Augen auf. Open your eyes. Und jetzt werde ich mit dem Mascara weitermachen. Das ist diese Lash Perfecte von Milani. Und er ist super. Also ich finde, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich kann mir keine falschen Wimpern aufkleben. Ich kann es einfach nicht. Das sieht bei mir. Manche brauchen eine Minute dafür, ich brauche gefühlt eine Stunde dafür und dann sitzt es immer noch nicht gut und mein ganzes Make-up ist dahin. Und deswegen eignet sich so eine gute Mascara super. Es ist wirklich, wenn man wenig Wimpern hat, gibt es einen richtigen Schwung. Mache ich weiter mit einem Puder von Benidura. Das ist ein absolut schöner Puder, die lässt sich super auftragen und vor allem ist es eine Brand hier aus Berlin. Die wurde in Berlin hergestellt und die haben super tolle Produkte auch für uns schwarze Frauen. Das sagen ja, das ist echt ein Problem auf dem Markt, dass es einfach keine Produkte, kein Make-up, Beauty-Product für uns gibt und die haben echt tolle Produkte, die auch für unsere Haut sehr gut geeignet ist. Mache ich mit dem Puder weiter. Es wird dann über das ganze Gesicht verteilt. Und dann mache ich weiter mit meinem Blush. Das ist dasselbe Blush, was ich davor schon benutzt habe für die Augen. Eigentlich ist es ja eher für die Wangen gedacht, aber die ist so stark pigmentiert. Auch ein Produkt, was eigentlich nur für People of Color hergestellt wird. Also die Marke stellt nur für Women of Color her, People of Color. Und dadurch ist alles wirklich viel, viel stärker pigmentiert als das, was man in den herkömmlichen Drogeriemärkten bekommt. Und danach mache ich weiter mit der Highlighter, den ich vorhin schon benutzt habe. Das werde ich benutzen für die Wangenknochen hier drüben. Und dann werde ich den Highlighter auch nochmal benutzen. Man sagt ja immer, Rihanna hat, glaube ich, so den perfekten Wimpel hier. Sie hat auch einen sehr schönen. Ich habe ja die Augen eher so schlicht gehalten. Und dafür werde ich aber den Lippenstift etwas dunkler halten. Hier habe ich auch eins von Milani genommen. Das Amor Matte. Could you open your mouth a bit? So. Thank you. So, die Farbe, die ich hier benutzt habe, ist Dearest. Ist eher so ein Burgundy-Ton. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut zu dem ganzen Gold, Kupfer, was ich benutzt habe. Ich werde die Lippen ein bisschen konturen, also so ein bisschen mit einem Lip Liner, ein bisschen nachzeichnen.
Ich werde auch mal mit einer zweiten Farbe rübergehen. Das ist jetzt von Colored Rain, die Farbe Tootsie. Das ist ein schöner lila Ton, auch ein matter Lippenstift. So, wenn was rüber ist, kann man gerne noch mal mit einem Concealer arbeiten. Einfach alles Überflüssige abnehmen. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Black Panther Inspired Make-up und dazu habe ich hier so eine weiße Farbe hier, das ist so Karnevalfarbe. Das ist das, was die Kinder benutzen, um sich irgendwie schön fürs Karneval irgendwie vorzubereiten. Und damit werde ich auf jeden Fall ein Black Panther Inspired Make-up weitermachen. Ich fange hier mit den Lippen an. Dann nehme ich hier, das ist eigentlich mein Augenbrauenstift, den dippe ich rein. Setze sie hier oben an. Ich muss mal gucken, wie viel ich da auf der Seite gemacht habe. Es sind genau 4 Stück. 4 Punkte über die Augenbrauen. Dann würde ich arbeite so ein bisschen entlang ihrer Gesichtszüge. Also ich mache nicht einfach aus Zufall irgendwas, sondern will so ein bisschen entlang ihrer Gesichtszüge arbeiten. Ich würde jetzt einfach hier oben noch 3 Stück machen. Und genau gucken, dass es gleich ist. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr würde ich nicht machen. Ich finde, das Weiße hat schon eine sehr gute Wirkung. Das kommt sehr gut raus. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Fulani-Make-up. Die Frauen in Mali tragen auch so eine Art Make-up. Und das Headwrap habe ich vorhin schon gebunden. Erinnert so ein bisschen an die Königin, die Mutter von Black Panther im Film. Dazu habe ich 2 Headwraps, auch aus der Oshun-Kollektion benutzt. Das sind Headwraps, die wir selber herstellen. Also das ist die Marke Oshun dann auch. Und diese Headwrap hier haben wir auch speziell für Black Panther, den Movie, produziert. Ich habe 2 Headwraps benutzt. Ich habe eins unten gebunden, dann habe ich eins extra benutzt, um so eine Art Twist zu machen und habe das Ganze dann um ihren Kopf dann umrandet. Und ja, das wäre dann unser Black Panther Inspired Make-up für die Leute, die noch ins Kino gehen werden, um sich den Film anzuschauen. Das ist das Make-up dafür. C'est le véritable animal terreau. Aïe, tolo, tolo, na tolo, di. Yeah!